Ich habe als Mitinitiator diese Chance bekommen, hier einige Worte zu sagen, und ich will mich kurz fassen, denn eine Tischrede hat immer, ja, man muss lustig sein, aber das Problem, was wir heute betrachten, ist ja nicht lustig, sondern es ist aktuell, und bin sehr dankbar für die Einführungen, die wir heute Morgen gehört haben. Es ist die Basis gelegt worden für jene, die etwas suchen am Nachmittag. Also ich möchte den 3 Referenten von heute Morgen sehr herzlich danken und natürlich auch insbesondere Ihnen, Prinz Michael von Liechtenstein, dass Sie da zusammen mit Hayek-Gesellschaft mitgemacht haben. Ich will mich kurz fassen und lediglich eigentlich einen roten Faden in die Vorträge hineinziehen. Sie haben eben 3 Basisvorträge gehört, nachmittags 3, eventuell sogar 4 Lösungschancen. Bereits 2012 hat die Hayek-Gesellschaft, und das war das erste Mal, als ich die Hayek-Gesellschaft so richtig kennenlernte, in München eine Tagung gewidmet unter dem Titel Überwinden der Krise durch gutes Geld. Und danke, die gehört haben, Mann, und ist eigentlich Walter Schäfer, der Präsident, auch hier? Ja. Nicht? Kommt gleich. Ich danke auch Ihnen. Denn damals waren wir noch viel mehr auf der Suche als heute in Richtung von Hayeks Gedankengut, die Entnationalisierung des Geldes. Heute können wir eben über konkrete Vorschläge diskutieren. Und ich gemerkt habe beim Kaffee, Sie sind nicht still, Sie diskutieren gerne und ich freue mich darüber. Mein Beitrag ist vielleicht, wie kommt überhaupt als erstes, wie kommt ein Banker, nur ein praktischer Banker und kein Theoretiker, überhaupt zu diesem Thema. Und der zweite Punkt, den ich beitragen möchte, welche Erfahrungen habe ich gemacht, seit 1965 übrigens, und wie geht es weiter in der möglichen Entwicklungsart. Zum Ersten. Mein Vater hat 1965, er ist Käsermeister, war Käsermeister, ist leider verstorben, hat den Schweinestall, den angegliederten, das habe ich schon in München gesagt, ich wiederhole es gerne, einem meiner älteren Brüder überschrieben. Ich war der Einzige, der überhaupt das kaufmännische Berufsbild übernahm. Also hat er mich zum Notar mitgenommen, und als der Notar fragte, ja, was willst du? Er hieß auch Karl, was willst du eigentlich für ein Entgelt für diesen Schweinestall? Der Junge soll auch arbeiten und du musst vorsorgen für dein Alter. Das hat früher ein Notar noch sich wirklich mit dem Kunden beschäftigt, und dann sagte mein Vater, ja, ich will monatlich den Gegenwert von einer schlachtreifen Sau. Meines Erachtens hat er mit gesundem Menschenverstand sozusagen die Parallelwährung entdeckt. Ich war natürlich etwas beschämt beim Notar, als junger Banker, 26 Jahre alt. Und dann hat er mir nachher erklärt, ja weißt du, ich habe schon die lateinische Münzunion erlebt. Und da kann ich Herrn Stavati und seinen Mitkämpfern nur gratulieren, dass die von Anfang an skeptisch waren. Die lateinische Münzunion wurde nie obrigkeitlich aufgelöst. Es hat sich einfach ergeben. Und so wird auch wahrscheinlich Ihr Vortrag, Herr Stavati, wie läuft das? Es ergibt sich einfach irgendwann. Die Frage ist, wann. Das wäre für mich als Vermögensverwalter immer am interessantesten, wann. Und das haben Sie leider nicht beantwortet, Herr Stavati. Nun, er hat gesagt, in der lateinischen Münzunion konnte ich gegen einen Drachme, gegen einen Schweizer Franken, gegen einen französischen Franken, gegen eine Lira 4 Liter Milch ausmessen. Der Token. Als ich dann 1970 zum ersten Mal die Filialleitung einer Kreditenstadtfiliale übernahm, habe ich ausgerechnet, 1970 hätten Sie, ich habe es ausgerechnet gehabt, für einen Drachma bereits damals keinen Tropfen mehr bekommen. Gegen ein Franc Français noch 1 Deziliter, gegen eine Lira 1 Zehntel Deziliter und gegen den Schweizer Franken übrigens damals auch nur noch 1,5 Liter und nicht mehr 4 Liter. Die Lehre daraus, mein Vater wurde 93 Jahre alt,
Sein Tisch war trotz der Hochzinsinflation der 70er Jahre gut gedeckt. Eben, er hat die Parallelwährung erfunden, die an reale Werte gebunden ist. Eigentlich müssten wir heute noch nicht mehr so viel reden, denn diese Erfindung ist also nicht neu. Allerdings mit dem einen Nachteil, ein Schweinezyklus, jedem Mann ist das bekannt, das wechselt so stark, so wie der Herr Baltensberger uns gesagt hat, Gold wechselt auch zu stark. Deshalb ist die Idee, was dann am Schluss noch präsentiert wird, wir müssen, damit Stabilität reinkommt, eine breite Palette von realen Werten zusammenführen. Aber die Lehre, man sagt ja immer, nur Bares ist Bares. Das hat sich so in den Köpfen festgezurrt, dass man wahrscheinlich eine lange Zeit braucht, bis die Leute denken, halt, wir können nicht mehr nur in einer Währung, sondern eben in verschiedenen Einheiten denken. Die Welt ist ja gegenwärtig daran, den amerikanischen Machtpol aufzulösen. Es wird multipolar. Ich glaube, wir werden auch in den Währungen multipolar und das Instrument wird wahrscheinlich tatsächlich der Blockchain sein. Und deshalb bin ich dankbar, dass Sie nicht zu viel über die Bitcoin rauf und runter geredet haben, wie der Carlos wollte, sondern eben gesagt haben, das ist das Instrument, was die Zukunft beeinflussen wird. Die Lehre von meinem Vater ist aber klar, für langfristige Vorsorge betrachte ich nicht mehr, wie früher gesagt wurde, nur Bares ist Bares, eben was in den Köpfen gezurrt ist, sondern Reales wird Bares. Mein Vater hatte das wirklich exerziert. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Was habe ich für Erfahrungen gemacht seit 1965? Ich schrieb 1980 ein Büchlein über Indexierung des Geldes. Deutschland hat ja auch über 6% durchschnittliche Inflation. Und ich kann ruhig sagen, seit da haben sich die Hybridangebote der Banken vervielfacht, Wandelanleihen, inflationsgeschützte Indexobligationen etc. 14 Jahre später habe ich als Mitglied der Geschäftsführung der Staatsbank Luzern erlebt, wie die Hypothekarkrise kam. Und die Hypothekarkrise hat übrigens dazu geführt, dass die Schweiz im Vergleich zum Bruttosozialprodukt mehr verlor als USA im Jahr 2008 auslöste. Ich war zuständig auch für die Bilanz in dieser Bank. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe diese Explosion der Bankbilanz immer als großes Risiko betrachtet, schon damals. Und 1994 wären etwa 50% der Kantonalbanken der Schweiz Konkurs gegangen, die Luzerner nicht, weil sie eben diesen Bezug zur Explosion der Bankbilanz vielleicht zu wenig im Griff hatten. Wenn Sie heute die Notenbanken anschauen, auch die schweizerische, Verfünffachung seit 2008, dann ist diese Gefahr nicht mehr auf der privaten Ebene, sondern die Gefahr ist jetzt auf der Staatsebene. Und deshalb ist, was heute Morgen gesagt wurde, das Momentum nicht nur von der Technik gegeben, sondern auch die Leute überlegen sich langsam, halt, was ist da im Gange? Das Risiko liegt nicht mehr in der Privatüberschuldung, sondern allenfalls in der Staatsüberschuldung, genau wie auch Herr Barbatti sagte und auch übrigens Ernst Baltensberg. Ich habe dann im Jahr 2000 mit Sohn Remi zusammen ein Büchlein geschrieben, das lege ich auf, weil ich habe zu viele Exemplare, die Leute haben zu wenig gekauft. Zur Quelle der Geldwertstabilität. Eigentlich immer auf dem Grundsatz von was mein Vater in mir pflanzte. Kurz vor der Finanzkrise 08, also am Weihnachten 07, schrieb ich eigentlich übrigens mit einem Beitrag von Herrn Barbatti. Starbatti, nicht Barbatti.
Das Büchlein Weg aus der Finanzkrise, weil damals sind auch wegen der IT-Blase, sind die Banken, ist enorm viel, also die Bankenbilanzen sind damals schon aus der Fuge geraten. Und Weg aus der Finanzkrise heißt Entscheid und Haftung zusammenführen. Und das ist eigentlich die Motivation, dass wir weiter an dem arbeiten. Denn jeder Private kann seine eigene Notenbank sein, er hat sein Portfolio. Wir sind ausgerichtet auf Gutvermögende und die sind eigentlich für die Funktion Wertaufbewahrung nicht auf die Notenbank angewiesen. Die können schon ihren eigenen Benchmark erreichen. Die Sparer und Vorsorger hingegen, ich bin über 60 Jahre Banker inklusive Lehre, kann Ihnen ruhig sagen, 3 Jahre zusammengerechnet habe ich gesehen, Sparer und Vorsorger haben waren immer auf der Verliererseite. Und das ist eigentlich auch der Beweggrund, dass ich gerne hier bin und ich danke sehr für eure Anwesenheit. Das zeigt, dass es verschiedene gibt, Professoren, aber auch Praktiker, die sich dem Thema widmen. Ich komme also zu wie weiter. Geld soll, wie erwähnt, das ist immer wieder gesagt worden, in dreierlei Hinsicht den Menschen dienen. Zunächst eben als Tauschmittel, dann als Wertaufbewahrungsmittel und schließlich als Bewertungsmaßstab. Was die Geldfunktion Maßstab anbetrifft, da meine ich, hat die Welt auch einen enormen Nachholbedarf. Jede Volkswirtschaft hat üblicherweise, in der Schweiz beispielsweise 60% wird konsumiert, 40% wird investiert. Die Investitionspreise, die Vermögenspreise, die Carlos erwähnt hat, diese Explosion ist in keinem Index abgebildet. Ich glaube deshalb, wenn wir diesen Index machen, dann kann bezogen auf die Funktion Maßstab beispielsweise der Realrendite letztlich der bessere Maßstab werden als die Landeswährung. Über die Wertaufbewahrung habe ich genügend gesagt, denn wir haben Hunger, also kürze ich das. Neu dazu kommt lediglich, wie noch nie, mindestens in meinem Leben, und man sagt, nie in Friedenszeiten hatten wir so viel Staatsschulden wie heute in den westlichen Industriestaaten. Also diese Gefahren, deren muss man auch vorbeugen, wenn man euren Dichter Schiller im Tell der Kluge baut vor. Das ist auch so etwas, was wir versuchen in unserer Lösung mit einzubeziehen. Und was die Tauschfunktion des Geldes anbetrifft, so neu ist das nicht. Also in den guten Zinszeiten, 70er und 80er Jahren, konnten Sie mit einem 24-Stunden-Geld Ihre Anlage auch so einfach tauschen wie in einem Giral-Kontogeld. Also dass die Anlagen und die Transfermöglichkeiten so nah zusammen sind, nicht mehr wie früher auseinander, diese beiden Funktionen, die wird sich in Zukunft auch noch mehr vereinen lassen. Und da ist auch wieder, ich war begeistert von Ihrem Vortrag, von deinem Vortrag. Zusammenfassend, ich glaube, die Zeit ist reif für die Umsetzung der Hayek'schen Empfehlung, Entnationalisierung des Geldes. Lassen Sie uns gemeinsam an dieses Projekt herangehen. Ich danke insbesondere gemeinsam, dass die EKF auch so mitmacht. Und die Mises-Schule ist ja genau auch in dieser Richtung. Der Wettbewerb, so wie der schwierige Name sagte, ist entscheidend, dass wir letztlich das beste Geld daraus bekommen. Eines aber ist für mich noch wichtig. Der Prozess muss evolutionär sein. Die Schweiz stimmt ab über eine Vollgeldinitiative. Ich glaube nie an eine echte Korrektur von oben nach unten, sondern wie die Schweiz aufgebaut ist, nur von unten nach oben. Und das wird schlussendlich, genau wie Sie sagten, zum besseren Geld führen. Und so hoffe ich, dass über die Zeit, und das war von Herrn Starbatti sehr gut gesagt, nur über die Dauer wird sich eine Alternative auch tatsächlich richtig
entwickeln können. Und das Vertrauen muss verdient werden. Wenn der Staat das Vertrauen verliert, müssen es dann halt Private versuchen, das Vertrauen aufzubauen. Zum Schluss nehme ich natürlich diese Gelegenheit gerne wahr, zu danken. Erstens für Ihre Teilnahme am Symposium. Zweitens, ja, Sie waren so höflich, aufmerksam zuzuhören. Auch dafür herzlichen Dank. Drittens vor allem aber Ihnen, Prinz Michael von Liechtenstein, für die Zusammenarbeit und dir, Gerd Habermann und natürlich dir, Karl als Vizepräsident der Hayek-Gesellschaft, für die super Organisation. Deinen Damen, die hier sind, möchte ich damit auch einschließen. Herzlichen Dank und ich wünsche einen guten.